Na, schon mal was von gutem Zufall gehört? Das ist etwas, das in der Cybersecurity unfassbar wichtig ist. Denn guter Zufall ist dafür verantwortlich, dass niemand weiß, was eure Schlüssel eigentlich sind. Niemand weiß, was ihr eigentlich für einen privaten Schlüssel habt, wenn ihr auf Webseiten geht. Mit dem wird alles verschlüsselt. Und solchen Zufall zu generieren, ist eigentlich Aufgabe des Betriebssystems. Es gibt einige Bibliotheken, wir haben uns die alle schon angeguckt eigentlich, aber es gibt auch eine andere Variante, um Zufall zu generieren. Und zwar diese Dinger hier. Übrigens, keine Werbung für das hier. Nicht zu empfehlen. Das Ding ist wirklich klein und ich musste lachen, als ich das gesehen habe. Energieeffizienzklasse G. Ich wusste nicht mal, dass es bis G überhaupt geht. Die Dinger sind also absolut furchtbar, aber für heute darf das Teil ein paar Minuten laufen. Deswegen mache ich jetzt auch die Kamera aus, denn die brauche ich für meine Lavalampe. Wo wir aber gerade bei Werbung sind, ich kann zwar diese Lavalampe nicht unbedingt empfehlen, aber ich kann definitiv die Jobmesse von Get in IT empfehlen. Dieses virtuelle Job-Event, an dem ich jetzt zum 7. Mal, glaube ich, das Ganze eröffnen darf, findet am 12. Mai, also schon recht bald, statt. Und zwar von 14 bis 18 Uhr. Dort gibt es dann wiederum einen Haufen Unternehmen, also mehr als 20 Unternehmen. Aktuell sind es 21, aber da können jederzeit sogar noch mehr dazukommen. Dann haben wir sogar noch 16 Livestreams. Wir haben Deep Dives und natürlich auch ich darf wieder dabei sein, inklusive natürlich CV-Check, den mache nicht ich, aber ich mache mit euch eine Coding-Challenge, die ihr ja vielleicht auch schon mal gelegentlich von mir mitbekommen habt. Und wir wollen erklären, warum diese Coding-Challenges eigentlich so eine gute Vorbereitung für ein Bewerbungsgespräch sind. Tatsächlich bin ich hier sogar unter den Special Sessions dabei und das freut mich irgendwie sehr. Aber ja, ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr auch dabei seid. Und wenn ihr keine Zeit habt, gerade weil das eben natürlich auch unter der Woche von 14 bis 18 Uhr ist, falls ihr da irgendwie vergeben seid, dann ist das kein Problem. Ihr könnt das ganze Event nachgucken, wie die anderen übrigens auch. Also die anderen 6 oder so Vorträge, die ich gehalten habe, sind auch alle öffentlich und da könnt ihr definitiv vorbeischauen. Alle Infos findet ihr unten in der Beschreibung und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei seid. So, wir starten direkt natürlich in unserem Python-Code und ihr seht hier nebenbei immer, was mit der Lavalampe passiert. Ich habe einfach mal die Kamera gestartet, die brauchen wir nämlich noch. Was wir machen ist, wir haben uns erstmal ein Standard-Skript erstellen lassen, das brauchen wir eigentlich nicht, ich wollte nur ein Skript haben. Und wir brauchen natürlich OpenCV dazu, denn wir wollen unsere Kamera einlesen. So, und wie machen wir das? Naja, wir holen uns CV2. Named Window und setzen den Namen erstmal auf Cam, also Kamera. Und dann wollen wir, dass die Kamera gecaptured wird mit CV2.VideoCapture. Und zwar, ich probiere jetzt mal von 0. Ich habe mehrere Kameras. Ich weiß nicht genau, ob das die richtige ist. Beziehungsweise ich habe mehrere Kamera-Inputs, ja, muss man dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob die korrekt ist. So. Wir gucken mal, ob unsere Cam sich öffnet. Und zwar .is opened. Wenn das passiert ist, dann wollen wir Result und das Frame aus unserer Camera.read haben. So, und mit dem sollten wir eigentlich alles haben. Ansonsten können wir eigentlich das Skript beenden, weil dann hat irgendwas nicht funktioniert. Dann exiten wir mit -1, dann hat es nämlich nicht geklappt. So. Und ja, jetzt können wir sagen, while result oder while, wir könnten es eigentlich auch working nennen, works. While works. Sagen wir CV2.ImShow. Also Image Show. Und zwar in Cam bitte das folgende Frame. Und anschließend sagen wir Works und unser Frame werden selbstverständlich ersetzt durch ein neues Lesen der Kamera, Camera.read. So, und ja, jetzt können wir einfach mal ganz kurz das Ganze so lange machen, bis wir einen Button drücken, um das Ganze zu zerstören. Wait Key, Delay, machen wir mal 10 rein. Delay 10. Und if Key gleich Escape war 27, das weiß ich noch, deswegen nehmen wir jetzt Escape. Escape 27, machen wir Break. Und wenn wir hier fertig sind, müssen wir nämlich auch die Kamera wieder releasen.
und die CV2-Session zerstören von unserem Window da oben. Okay, super. Jetzt, wenn wir das haben, führen wir einfach mal aus. Run Main. Und wir haben eine Kamera. Wir haben ein Kamerabild. So, jetzt ist die Frage, ist das die richtige? Das ist die richtige, glaube ich. Das ist nämlich, ja, mit schwarzem Rahmen. Ich habe noch eine zweite Kamera. Das ist meine virtuelle Kamera von OBS. Und die hätte diesen schwarzen Rahmen hier nicht. Die normale Kamera hat ein anderes Aufnahmeformat. Das ist super. Können wir auch RAW nehmen. Jetzt ist dieses Ding leider immer noch nicht aufgeheizt. Das dauert ein bisschen und frisst mir meine Stromrechnung. Aber ich hätte auch einfach Escape drücken können. Das können wir eigentlich noch mal kurz probieren, ob das auch funktioniert, wenn wir Escape drücken. Ja, funktioniert. Wunderschön. Okay, jetzt haben wir hier offensichtlich Bilder. So, jetzt wollen wir diese Bilder, also diese Frames, wollen wir in Daten umwandeln. Ja, wie genau ist völlig egal. Wir wollen, also ganz kurz zu OpenCV. Alles in OpenCV ist im Endeffekt ein NumPy-Array, was saugeil ist. So, das heißt, was ich jetzt hier machen kann, vermutlich, theoretisch, wäre wahrscheinlich hier oben. Ich mache hier mal eine Funktion dafür. Wir sagen hier dev crop frame. Und hier geben wir unser Image rein. Und wir returnen einfach dasselbe Image, allerdings, ja, jetzt müssen wir gucken, das müssen wir ausexperimentieren. Ich glaube, dass wir die Höhe vollständig brauchen werden, also 0 bis 1080 und die Breite, die werden wir wahrscheinlich croppen. Ich probiere es jetzt mal mit 500 bis 1500, I don't know. Gucken wir einfach mal. Und jetzt sagen wir hier Frame ist gleich Crop Frame von Frame. So, gucken wir mal, ob das besser funktioniert. Jetzt müsste ich nämlich, ja, das war daneben. Okay, ein bisschen. Jetzt ist die Frage, habe ich die Tapete links oder rechts erwischt? Schwierig. Aber wir können oben und unten auch noch so 20 Pixel abschneiden. Das mache ich jetzt einfach mal hier so. Wobei, so 20, 60. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich von 0 bis 1500 gehe. Okay. Das sieht fast vollständig aus. Ich könnte hier auch noch ein bisschen in der Höhe slicen. Machen wir mal bis 900 Pixel. Und hier gehen wir mal auf 1000 runter. So, das ist jetzt ein bisschen experimentieren, okay. Ja, das sieht besser aus von der Höhe. Das ist gut. Was mir nicht gefällt, ist natürlich die Breite. Gehen wir mal hier fett in die Dings rein. Was passiert denn bei 400? Ah, das ist dann mein LED-Strip. Okay, dann haben wir... Gut, dass ich den als Orientierung drin gelassen habe. Aber überlegt, ob ich irgendwas umbauen soll. 100. Machen wir nochmal neu. 200. Guck mal her. Schließ dich. So, 200. Ja, besser. Besser. Machen wir mal 300 draus. Wird es wahrscheinlich zu viel sein, oder? Ja, das ist zu viel. Machen wir 270. Aha, sehr gut. Okay, 270, wie breit ist das Ding? Wahrscheinlich 100 ungefähr vielleicht. 400 hier. Ha! Wunderbar, so sieht es gut aus. Jetzt muss ich meine Kamera vielleicht noch ein bisschen dunkler stellen. Oh nein, ich glaube, ich habe sie gerade verschoben. Das war heller. Das ist dunkler. So ist doch gut. So sieht man, glaube ich, alles. Okay, das war jetzt Einstellung direkt an der Kamera, nicht wundern. So, damit habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Und jetzt will ich dieses Bild in Daten umwandeln. Das heißt, in diese Daten, die ich auch verwenden kann. Ich will aus diesem Bild Zufall generieren, ja. Und daraus kann man Zufall generieren. Man kann eigentlich aus allem irgendwelche Abdrücke generieren, ja. Ihr habt das wahrscheinlich bei mir schon mal gesehen, und zwar mit Hash-Funktionen. Hash-Funktionen machen Folgendes. Sie nehmen irgendwas, zum Beispiel einen Textstring, Hallo oder Hello World, weil ich gerade aus Versehen im Muscle Memory Hello World getippt habe, und machen daraus einen eindeutigen String. Also sowas wie, oder Hexadezimal, um genau zu sein, A43, bla bla bla, irgendwie sowas, B, C, D, E, F. So, sowas in die Richtung, ja. Und wenn ich Hello World
wieder da reinstecke, kommt exakt dasselbe raus. Wenn ich jetzt allerdings eine Lavalampe habe, und das ist genau mein Ding, warum ich eine Lavalampe dazu benutzen möchte, dann ist nicht vorhersehbar, wie das Bild aussieht. Denn Lavalampen, ja, ich weiß, dass das Invalid-Syntax ist, Lavalampen sind absolut nicht predictable. Die können nicht vorhergesagt werden. Man weiß nicht, wie die sich entwickeln werden. Ihr wisst das jetzt natürlich bei dieser Lavalampe, weil die gerade an ist, aber man kann es nicht vorhersagen. Es ist sehr, sehr, sehr schwer. Also wie diese Blobs gerade sind. Und dementsprechend ist immer irgendwo was anders. Klar, natürlich, die Umrisse der Lavalampe werden immer dieselben sein. Aber das macht rein gar nichts, denn ändert sich auch nur ein einziges Pixel in unserem Bild, dann ändert sich der komplette Fußabdruck von unserem Hash. Und das ist das Tolle dabei. Das heißt, ich kann damit Pseudo-Zufall generieren, basierend auf meiner Lavalampe, die nicht wirklich vorhersehbar ist. Wenn ich jetzt Zufall basierend auf einem Datum nehme, dann ist das natürlich was anderes. Dann weiß jeder, welches Datum wir haben. Dann haben wir nur ein paar Möglichkeiten zum Ausprobieren. Aber bei dieser Lavalampe, da weiß niemand, wie sich diese Pixel innerhalb der Lavalampe hier entwickeln werden. Und das ist das Tolle dabei. So, also wie machen wir das? Wir wollen dieses Frame hier verwenden, um Zufall zu generieren, um einen Hash-Wert daraus zu generieren. So, ich habe ein bisschen gewartet, jetzt kommt endlich mal ein bisschen Fahrt in diese Lavalampe rein. Ich glaube, sie fängt an, sich zumindest ein bisschen aufzulösen. Okay, das heißt, wir müssen nicht mehr ganz so lange warten. Gut, also was wir zunächst mal machen müssen, ist, wir müssen das Ding hier irgendwie hashen. Und ich würde mal ganz kurz euch was zeigen wollen, denn printFrame macht Folgendes. Wenn wir hier das mal ganz kurz... So. Wir sehen hier, dass es eine Liste aus Listen, und zwar mehrfach. Das meiste davon ist klar 0, aber das ist im Endeffekt unser NumPy-Array da draus. Und was wir jetzt machen ist, wir nehmen unser NumPy-Array und bauen uns daraus einfach einen String. Denn ich möchte mit Whirlpool mit euch hashen. Das heißt, was wir hier machen, ist, wir gehen mal in die Python-Packages rein, holen uns Whirlpool. Ich glaube, das habe ich für Whirlpool. Was ist das? Pip install Whirlpool. Genau, das ist das. Das ist die richtige Library. Ja, Pip install Whirlpool. Okay. Denn Whirlpool kann Hashes generieren, natürlich. Ist aber eine ziemlich coole Library eigentlich. Ich mag die eigentlich ganz gerne und ja, ist einfach sehr, sehr intuitiv nutzbar, finde ich. Deswegen, wir können das hier einfach importieren und zwar als Import Whirlpool. Wir können natürlich auch Char benutzen oder sowas, das ist ja kein Thema. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal gezeigt habe, deswegen why not? So, ne? Bisschen Abwechslung hier reinbringen. Was wir dann machen wollen, ist, wir wollen Whirlpool, wobei das machen wir oben drüber. Whirlpool ist gleich whirlpool.new und weil ich euch das gerade zeigen möchte und machen hier einfach mal Hello World rein. So, und dann printen wir wp, was nicht für WordPress steht, .hexdigest. So, und sagen dann Exit danach, weil ich euch das einfach mal ganz kurz zeigen möchte. Okay, ja, richtig, Unicode und so. Das Ding kann nur UTF-8 und das hat es gerade bei mir nicht so reingetan. So sollte das funktionieren. Und tada, wir haben unseren Hash. Er ist ein bisschen länger als das, was ich euch als Beispiel gezeigt habe, aber es funktioniert. Ihr seht, wo ich hin möchte. So, jetzt wollen wir das natürlich in eine Funktion packen. Dementsprechend derf, Hash von S, sage ich jetzt einfach mal, machen wir Folgendes draus und wir printen nicht, sondern wir returnen. Alter, ich kann nicht tippen. So, und hier wollen wir natürlich den String encoden in UTF-8. So, wunderbar. Jetzt haben wir doch eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir nur noch dieses Frame, was aus einem NumPy-Array besteht, zu einem String umbauen. Das heißt, was wir jetzt machen ist, wir schreiben uns eine Funktion und das Einzige, was wir machen werden, ist, wir wollen, ich mache hier mal ein kurzes Beispiel, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So, das ist mein Image jetzt als Beispiel und dieses Image gebe ich jetzt an meine Funktion def image to
to string. Und wir printen jetzt einfach erstmal kurz das Image aus, so, damit wir sehen, wo wir eigentlich gerade sind. Und wir geben jetzt dieses wir geben dieser Funktion unser Image und danach exiten wir. Ich will euch nur diese Sachen quasi unabhängig voneinander zeigen. Wenn wir das jetzt ausführen, das könnte ich auch mal unten drunter schreiben. So. Wenn wir das jetzt ausführen hier. Oh ja, ups, da fehlt ein Komma. So, dann kriegen wir natürlich das hier. Wenn ich jetzt hier sage, wir wollen ein Leerzeichen .join von diesem Image haben, dann passiert das da. Dann ist das nicht gefunden, natürlich. Genau, expected string instance list found. Richtig, richtig. Ja, ich bin eigentlich doof. Eigentlich könnten wir auch direkt NumPy benutzen, wenn wir schon bei NumPy sind. Ich meine, wir haben ja sowieso ein NumPy-Array hier, quasi unser Image ist ja sowieso ein NumPy-Array. Dann können wir nämlich NumPy.ArrayToString benutzen. So, von denen weiß ich jetzt allerdings nicht genau, wie es funktioniert. Also, erstmal A. Was ist A? Vielen Dank für gar nichts. A ist unser Input-Array. Okay, das wäre dann unser IM. Anschließend haben wir Max Line Width, Precision, None, Suppress Small, Separator. Ne, Separator machen wir auf was anderes. Separator soll bitte einfach leer sein. Wir wollen die direkt aneinander klatschen. Prefix brauchen wir keinen. Formatter brauchen wir keinen. Threshold brauchen wir keinen. Edge Items, nö. Wobei, Edge Items. Das ist quasi ganz vorne und ganz hinten. Ne, brauchen wir nicht. Sign, Float Mode, Suffix, brauchen wir auch keinen. Legacy None, das sollte eigentlich funktionieren. So. Dann printen wir das doch mal. Printen wir doch mal unseren String. Und schauen uns den mal an. List Object has no attribute size. Das ist schlecht, weil es kein NumPy-Array ist, natürlich. Okay, dann machen wir das anders. Wir machen das direkt hier unten. Und machen das nicht mit Image, sondern mit einem Frame. So, wunderbar. Und jetzt haben wir... Wird das noch irgendwo sonst geprintet? Das ist jetzt ein String. Aber irgendwie ist es kein richtiger String. Das sind Backslash-Ns und so weiter dabei. Die will ich eigentlich da raus haben. Weil wir können sie auch drin lassen. Ich meine, stört ja eigentlich nicht. Heißt, wir lassen sie einfach drin und wir returnen den String. Stört eigentlich niemanden, weil wie gesagt, wenn wir auch nur ein Zeichen ändern, dann ist das sofort weg. So, und das Ding wollen wir jetzt hashen. Das machen wir mit Hash. Hash von... Achso, ja, ich sollte das vielleicht nehmen. String ist gleich Hash von String. Und das, meine Damen und Herren, ist unser Result. Unser Result, das wir hier unten printen wollen. So, und was haben wir? Wir kriegen jedes Mal einen neuen Hash-Wert. So, jetzt habe ich euch allerdings vorhin schon eine Sache ganz, ganz stark gesagt. Wenn sich das Bild nicht verändert, kriegen wir die ganze Zeit denselben Hash-Wert. Ja? Das heißt, wir haben hier F94 bla bla bla, F94 bla bla bla, weil sich eben unsere Lavalampe immer noch nicht aufgeheizt hat. Verdammt nochmal. Ja, was wir machen ist, wir packen das hier noch alles in eine Funktion rein. Oh, ich habe eine viel bessere Idee, eine viel schönere Idee. So, was wir machen ist Folgendes. Wir generate secure hash. So, und da machen wir genau das hier alles. Genau so. Und jetzt yielden wir hier immer unser Result. Und das nächste Mal machen wir hier noch weiter. Das Image zeigen wir nicht mehr an, das brauchen wir nicht. Oh ja, dann sollte ich aber das Croppen hier hinten dran durchführen.
Croppen tun wir hier. So, also wir holen uns erstmal die Kamera, wir öffnen die, wir holen uns Video Capture. Wenn die Kamera funktioniert, dann machen wir das. Und solange es funktioniert, genau, solange es funktioniert, lesen wir croppen, wir wandeln es in einen String um, wir hashen das Ganze und wir geben es zurück. Und das hier brauchen wir auch nicht, denn wir haben ja jetzt ein Yield. So, und wenn es irgendwann nicht mehr funktioniert, dann zerstören wir. Genau. Und jetzt haben wir nur noch ein Main. If unser Name ist gleich Main. While true. Print generate secure hash. So. Das sollte jetzt soweit funktionieren, denke ich mal. Oh ja, das ist ein Object, ein Generator. Das muss ich nur kurz umwandeln. So, Generator. So. Und dann sagen wir hier next von Generator. So soll das funktionieren, denke ich mal. Warum machst du dich da auf? Aha, aber es hat sich was geändert. Es hat sich ein bisschen was zumindest geändert. Warum machst du hier was? Ach so, ja, richtig. Ich habe ein neues Video Capture. Okay. Destroy all Windows brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. So. Dann haben wir eigentlich unseren Generator. Und der bringt uns jetzt schon die ganze Zeit andere Ausgaben. Obwohl die Lavalampe immer noch nicht wirklich läuft. Ich mache das jetzt mal nochmal kurz mit der Lavalampe und dann mache ich hier weiter. Yay, der erste Blob hat sich gelöst. Seht ihr das? Es hat endlich funktioniert. Das ist jetzt 11:17 Uhr. Ich habe um 9 Uhr irgendwas angefangen. Alter, diese Lavalampe hat ewig gebraucht, um sich loszulösen. Aber sieht verdammt cool aus. Wow. Ja, und wir benutzen jetzt diese Lavalampe, um Zufall zu generieren, weil niemand sagen kann, was genau passiert. Dieses kleine Blobben hier. Niemand weiß es so genau. Was wir jetzt machen können, um diesen Zufall auch wirklich zu benutzen, ist natürlich, wir können den wieder in binär umwandeln. Wir können alles damit machen, was wir wollen. Wir können aber vor allem uns auch einfach sagen, hey, wir nehmen uns nur die letzte Stelle von unserem Generator. Wir nehmen uns immer nur das letzte kleine bisschen hier und nehmen jedes Mal nur diesen kleinen Teil des Hashes hier. Oder, was sogar noch besser ist, wir nehmen einfach einen zufälligen Teil des Hashes. Da kommt noch mal ein bisschen Zufall dazu. Aber man kann es auch übertreiben. Also ich meine, das ist schon ziemlich cool. Und ja, es ging darum, wir wollten diese wunderschöne Lavalampe hier zum Hashes generieren oder zum Zufall generieren verwenden. Und diesen Zufall könnt ihr jetzt nutzen, ihr könnt kreativ werden, ihr könnt hier zum Beispiel nochmal mit einem Zufall hier drauf zugreifen, ja, das könnt ihr machen. Ihr könnt hier oh mein Gott, ihr könnt hier zum Beispiel sagen, next von Generator ist euer Index, und zwar von, sagen wir von -1, ja. Das ist quasi euer Index und den müssen wir natürlich noch in int konvertieren, aber der ist ja, das ist ja ein Hexadezimal, also machen wir hier 16. Und dann konvertieren wir das auch noch in, wobei das brauchen wir eigentlich nicht. So. Damit bekommt ihr eine Stelle, die zufällig basierend auf eurem Lavalampenbild ausgewählt wird von eurem Generator. Ein bisschen übertrieben, aber es ist cool. Es ist schon ziemlich cool, okay? Und irgendwie hat es Ziel. Die ganze Idee stammt übrigens nicht von mir, die stammt von Cloudflare, muss man an der Stelle auch mal sagen. Und die haben quasi sowas auch mal gemacht. Beziehungsweise haben eine ganze Wand voller Lavalampen, die sie zum Zufallsgenerieren verwenden. Cool. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr genießt jetzt noch ein bisschen dieses wunderschöne, beruhigende Bild. Hier vergesst nicht, dass ich einen Vortrag bei der Job.io halte. Meldet euch deswegen gerne jetzt schon mal direkt an. Und zwar ist das Ganze am 12. um 14 Uhr. Das möchte ich hier nochmal ganz kurz sagen. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.